Willkommen bei dieser Videoanleitung zum Einbau des neuen Arnold E-Ride Federbeins für den Land Rover Range Rover Sport L4x94 mit CVD. Wir führen Sie durch den Prozess, um eine reibungslose und sichere Installation Erfahrung zu gewährleisten. Wir gewissern sich vor begehende Arbeiten, dass Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, da in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs nachzulesen sind. Heben Sie das Fahrzeug an. Stellen Sie es ordnungsgemäß ab und isolieren Sie die gespeicherte Energie, um Verletzungen oder Schaden zu vermeiden. Stellen Sie zunächst die Lenkung auf geradeaus. Heben Sie nun das Fahrzeug an und entfernen Sie das entsprechende Vorderrad. Trennen Sie die elektrische Verbindung am oberen Ende des Federbeins, indem Sie auf die beiden Laschen drücken und nach oben ziehen. Als nächstes lösen und entfernen Sie die Luftleitung von der Oberseite des Federbeins. Entfernen Sie nun das Anschlussstück der Luftleitung vom Luftschlauch und entsorgen Sie es. Entfernen Sie dazu die Spannzange und das verbleibende Anschlussstück gleitet vom Luftschlauch ab. Lösen und entfernen Sie das Sensorkabel und die Bremsleitungshalterung. Lösen und entfernen Sie auch die untere Befestigungsschraube des Federbeins. Dann die Halterung des Sensorkabels entfernen und das Endglied des Stabilisators vom unteren Gabelkopf des Federbeins trennen. Nehmen Sie nun die Mutter des oberen Querlenkerkugelgelenks ab und trennen Sie das Kugelgelenk von der Spindelanordnung. Lösen und entfernen Sie als nächstes die oberen Befestigungsmuttern und lösen Sie den Gabelkopf des Federbeins. Ziehen Sie nun die Spindelbaugruppe nach außen, um die Strebe zu entfernen. Entfernen Sie nicht den Luftanschluss von der Luftstrebe. Andernfalls kann es zu Schäden kommen und die Garantie erlischt. Den weißen Versandstift aus dem neuen Luftanschlussstück entfernen und die Luftleitung einführen, bis sie vollständig sitzt. Bauen Sie das neue Federbein in das Fahrzeug ein und montieren Sie die untere Befestigungsschraube des Federbeins. Denken Sie daran, alle Muttern und Schrauben während des Einbaus gemäß den Spezifikationen des Fahrzeugherstellers festzuziehen. Den oberen Querlenker wieder an der Spindel montieren und den Gabelkopf des Federbeins wieder festziehen. Als nächstes wird die Halterung für das Sensorkabel wieder eingebaut und das Endglied wieder am unteren Gabelkopf des Federbeins befestigt. Bringen Sie nun die Halterung für das Sensorkabel und die Bremsleitung wieder an. Montieren Sie die mitgelieferten oberen Befestigungsschrauben des Federbeins. Installieren Sie als nächstes die Luftleitung in den Luftleitungsanschluss, entfernen und entsorgen Sie den Transportstift. Führen Sie die Luftleitung in das Anschlussstück ein und drücken Sie, bis sie fest sitzt. Ziehen Sie die Luftleitung bei eingeführter Luftleitung nach außen, um sie zu verriegeln und eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Bringen Sie den elektrischen Anschluss wieder an und achten Sie darauf, dass der Stecker richtig zu den elektrischen Anschlüssen in der Strebe ausgerichtet ist. Zum Schluss montieren Sie das Rad wieder und die Installation ist abgeschlossen. Vielen Dank, dass Sie sich für die hochwertigen Fahrwerksteile von Arnold entschieden haben und unserer Anleitung zum Einbau des neuen Arnold E-Ride Luftfederbeins für den Land Rover Range Rover Sport L4x94 gefolgt sind. Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren.